Hi und herzlich willkommen hier bei Compagnon. Wir sind hier bei unserem Produzenten. Was machen wir hier, fragt ihr euch vielleicht. Ja, es war uns von Anfang an wichtig, nachdem wir Compagnon gegründet haben, die Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, kennenzulernen, auch die Leute kennenzulernen, die unsere Taschen nähen. Und deshalb sind wir sofort, als die Entscheidung feststand, wir produzieren in Vietnam, auch hierher geflogen und haben uns mehrere Produzenten angeschaut. Und ja, haben uns hier für diesen Produzenten entschieden und sind auch super happy, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind hier das erste Mal schon vor 3-4 Jahren ungefähr gewesen. Wie ihr alle wisst, waren die letzten 2 Jahre recht herausfordernd für uns alle, so auch hier in Vietnam. Wir sind hier das erste Mal wieder, seit Corona damals angefangen hat. Hier werden jetzt gerade unsere Rucksäcke gebaut, die Slingtaschen werden hier gerade genäht. Und das ist einfach faszinierend und erfüllt uns auch mit einem gewissen Stolz, würde ich sagen. Wir sind einfach wirklich dankbar, dass es hier funktioniert und dass wir hier in Vietnam einen tollen Produzenten haben. Der Produzent ist ein Spezialist im Outdoor-Bereich und wir sind der Spezialist im Fotobereich und im Videobereich. Und deshalb bringen wir das hier so super zusammen. Hier in Vietnam waren die letzten 2-3 Jahre auch für die Leute hier vor Ort sehr herausfordernd. Es gab 5 Monate Lockdown, spürt man jetzt noch durch die Auslastung, sagen wir mal so. Deswegen haben wir auch diese langen Lieferzeiten, weil es einfach schwer ist, den Zeitplan einzuhalten. Es ist alles nach hinten verschoben. Es ist viel schwieriger zu planen als vorher. Die Lieferzeiten sind viel, viel länger als vorher, haben sich verdoppelt, verdreifacht. Haben jetzt hier in den letzten paar Tagen einige neue Sachen auch besprochen. Da kommt jetzt einiges. Ja, da sind wir froh, dass es hier auch weitergeht. Was uns auch auf der Reise jetzt hierher wieder mal klar geworden ist, ich habe einen der Prototypen dabei bei der Handgepäckskontrolle. Ja? Das war für mich so schön zu sehen, dass es uns immer mehr darum geht, eigentlich eine intelligente Organisation zu haben. Was wir auch immer wieder merken mit der Prototypenentwicklung ist, dass die uns sagen, ey, ihr müsst billigere Materialien nehmen, das ist viel zu teuer, was ihr macht. Ja? Schaut mal hier, dieses Material und so ist doch sehr ähnlich. Aber irgendwie sind wir manchmal vielleicht so verkopft, dass wir unbedingt das Beste haben wollen. Aber ich denke, das spürt ihr, wenn ihr die Produkte in die Hand nimmt, dass wir wirklich einfach versuchen, das beste Material zu nehmen. Hier ist es tatsächlich so, Patagonia produziert hier, Arc'teryx produziert hier auch. Und wenn man hier jetzt durch die Halle geht, und das ist nur eine von mehreren Hallen hier, dann sieht man quasi auf den benachbarten Straßen, Fertigungsstraßen, wo gerade andere Outdoor-Rucksäcke oder Outdoor-Taschen produziert werden. Deshalb möchten wir euch einfach Danke sagen, dass ihr so geduldig gewesen seid, dass ihr so lange auf euren Rucksack, auf eure Slingbag auch gewartet habt.